Amen. Amen. We're in paragraph 2.4 in your notes, Wir sind bei dem Zitat 2.4 page 4. auf Seite 4. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. Diese Versiegelung der Diener Gottes ist die gleiche, welche Ezekiel im Gesicht gezeigt wurde. We're looking at Ezekiel chapter 9, verses 1 to 4. Wir haben Ezekiel Kapitel 9, die Verse 1 bis 4 uns angeschaut. There are 6 men who have slaughter weapons, Da haben 6 Männer Waffen, Schlachterwaffen. and one of those men is clothed with linen, Und einer dieser Männer ist in Leinen gekleidet. and he has a writer's inkhorn with which he's going to mark the foreheads of men. Und er hat dieses Schreibwerkzeug, mit dem er die Stirne der Menschen markieren wird. I've suggested that these 5 men and this one individual are the same person. Ich habe vorgeschlagen, dass diese 5 Männer und dieser eine Einzelne die gleiche Person sind. We already know that this singular man is the person who's going to mark the foreheads of God's servant. Wir wissen bereits, dass dieser eine Mann derjenige ist, der die Gottesdiener da ihre Stirne markieren wird. He's the one that's going to put the seal upon God's people. Und dass dieser derjenige ist, der das Siegel auf Gottes Volk markieren wird. Therefore, he must be the third angel. Deswegen muss er der dritte Engel sein. I've already suggested that these swords are the word of God, Ich habe schon vorgeschlagen, dass diese Schwerter das Wort Gottes sind. and so these 5 men, Und diese weisen Männer they represent the 5 wise virgins of Matthew 25. repräsentieren die 5 weisen oder klugen Jungfrauen aus Matthäus 25. Now, these people Diese Menschen are going to be introduced into this story at the first step. werden hier bei dem ersten Schritt eingeführt in die Geschichte. It says they gather together. Es wird gesagt, sie tun zusammen, sie sammeln. This is the gathering together of the virgins. Das ist dieses Einsammeln der klugen oder der Jungfrauen. So you see these 5 men Also man sieht diese 5 weisen Männer, represent the work of the first and second angels, repräsentiert die erste und zweite Arbeit der ersten und zweiten Engel. and this singular man represents the work of the third angel. Und dieser einzelne Mann repräsentiert die Arbeit des dritten Engels. But we know that the first and second angel's message is the third angel. Aber wir wissen, dass die Arbeit des ersten und zweiten Engels Botschaft auch der dritte Engel So sind. that's why I say they're the same. Deswegen sage ich, das sind die gleichen. Now we could read Aber jetzt können wir lesen from Proverbs chapter 18 verse 21. von Sprüche, Proverbs, where? 18:21. Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Sorry. So, Sprüche Kapitel 18 It's a passage we're all familiar with. ist ein Vers, mit dem wir alle schon vertraut sind. Sprüche 18, also Sprüche Kapitel 18, Vers 21. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Furcht essen. So in the English it just basically says that life and death are in the power of the tongue, in the word. Also im Englischen steht jetzt eigentlich nur, dass Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. So these men Also diese Männer have a message, haben eine Botschaft. and their message is a life and death message that they're going to bring to Jerusalem. Und diese Botschaft, die sie nach Jerusalem bringen, ist eine Botschaft über Leben und Tod. And you can see that the singular man, Und wir können sehen, dass dieser einzelne Mann in agreement with early writings, page 118, in Übereinstimmung mit Early Writings Seite 118 is going to gather those that sigh and cry for the sins, diejenigen einsammeln, die die Sünden beweinen, will separate the 2 groups and seal them. dass er die 2 Gruppen spaltet oder trennt und sie versiegelt. Now we need to see and understand that this separation process Und wir müssen sehen und verstehen, dass diese Arbeit der Trennung is brought about by the receiving of a seal. dadurch dargestellt wird, indem durch das Annehmen des Siegels. And this seal is something that man cannot see.
Und dieses Siegel ist etwas, was ein Mensch nicht sehen kann. So when this separation process is going on, it's not visible who is who. Also wenn dieser Versiegelungsprozess voranschreitet, dann kann man nicht sehen, wer jetzt wohin gehört. Except by people's actions. Außer bei Menschen und ihren Aktionen, also ihren Handlungen, We Taten. could also read John chapter 6, verse 68, Also wir können auch jetzt Johannes Kapitel 6, Vers 68 lesen, which would teach us a similar truth. was uns eine ähnliche Wahrheit oder fast die gleiche beibringen wird. Go ahead and read that. Verse 68, right? 68. Also Johannes 6, die Verse 68. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Now, another piece of evidence that we have in verses 2 and 3 is this man with the inkhorn. Also noch eine weitere Information, die Wahrheit ist, sehen wir in Versen 2 und 3. John chapter 6, verse 68. In Johannes 6, Vers 68. And this man with the linen clothes, Und dieser Mann, der in Leinen gekleidet ist, you can go to Revelation chapter 19, verse 8. kann man zur Offenbarung 19, Vers 8 gehen. Revelation 19, verse 8. Offenbarung 19, Vers 8. And it defines who wears linen clothing. Und dort wird uns gezeigt, wer dieser Mann ist, der in Leinen ist. Und es wurde ihr gegeben, sich feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. So here it tells you that it's a human being or a man that has this white linen clothing. Also uns wird hier gesagt, dass ein menschliches Wesen oder ein Mann dieses Leinenkleid trägt. So all of these are multiple proofs that these are human beings that are doing this work. Also dies sind jetzt einige Beweise dafür, dass ein menschliches Wesen das Werk vollbringt. I want to make I want to make comment on this now, Ich möchte das nun jetzt kommentieren, but we're not going to prove this. I just want to explain something to you as an observation. also ich möchte das jetzt noch nicht beweisen, aber ich möchte eine Aussage machen, die ich beobachtet habe, als Beobachtung. Before I do that, this is a reference from the great controversy that I mentioned earlier in the last presentation. Und zuvor ich das mache, dann möchte ich hier noch darauf hinweisen, dass dies jetzt die Quelle ist über das Zitat aus dem großen Kampf. Great controversy 652 paragraph 2. 2. 656 paragraph 2. Also aus dem großen Kampf, auf Seite 656, Paragraph 2. There's a conundrum in Matthew chapter 25. What is a conundrum? There's a puzzle, Okay, da ist an unsolved question. das ist eine nicht geklärte Frage, ein Puzzle in Matthew, 25. in Matthäus Kapitel 25. Who gives the cry at midnight? Wer gibt diesen Ruf um Mitternacht? Because all the virgins are asleep. Denn all die Jungfrauen, sind am Schlafen. Now, people ask this question all the time, Und Leute fragen diese Frage die ganze Zeit. but I want us to see something Aber ich möchte euch was zeigen, that here in this passage, dass hier in dieser Passage, in dieser Zeit, when we have these men brought to view, wenn uns diese Männer gezeigt wurden, these men are doing a work. diese Männer eine Arbeit vollrichten. Now, this third angel, this person, Also dieser dritte Engel, diese Person, I've said he is one of the 5 wise virgins. dass er eine der 5 weisen Jungfrauen ist. So I'm saying they're the same symbol. Denn ich sage, ist das gleiche Symbol. Or should I rephrase it? They're 2 symbols of the same thing. Oder ich soll nochmal sagen, es sind 2 Symbole über das gleiche Thema oder das Symbol. You're going to see this problem come up over and over again. Also wir werden dieses Problem immer und immer wieder aufkommen sehen. You've got wise and foolish. Man hat hier klug und töricht. You've got wheat and tares. Du hast Weizen und Unkraut. And then you've got servants Und dann hast du Diener or prophets, und Propheten or in fact this singular person here, oder auch diese einzelne Person hier, who are going to do a work for this group of people. die eine Arbeit verrichten für diese Gruppe von Menschen hier. Parables have their limitations
when they're trying to explain a biblical truth. Gleichnisse haben ihre Grenze erreicht, wenn sie biblische Wahrheiten erklären möchten. And the way we understand that is that a particular thing can be represented by different symbols. Und die Art und Weise, wie wir das verstehen, dass eine Sache durch verschiedene Symbole erklärt oder dargestellt werden kann. So in this model, Also in diesem Modell hier, when we have the wheat wenn wir dann Weizen haben and the tares, und das Unkraut, this is from Matthew 13, das kommt aus Matthäus 13, Kapitel 13. you'll see that what is brought to view in that chapter are servants. Also uns wird hier sorry, I didn't get that. What's brought to view in that chapter are servants. What is? That chapter discusses the issue of servants. Okay, dieses Kapitel handelt um die Diener. When we consider that chapter, often Also wenn wir dieses Kapitel anschauen, dann ist häufig, we think that these are angels, dass diese Diener Engel sind, real angels. reelle Engel. And I'm suggesting that they're not real angels, Und ich würde euch vorschlagen zu sagen, dass das nicht reale Engel sind, but they're actually human beings. sondern eigentlich menschliche Wesen And if sind. they're human beings, Und wenn sie Menschen sind, they must be part of the group that are in this field, dann müssen sie Teil dieser Gruppe auf dem Feld sein. because they're dealing with the same group of people. Denn es handelt sich hier um dieselbe Gruppe von Menschen. So these at one level are wheat, Also die sind auf einer Ebene sind sie Weizen, because the field is only composed of two groups. denn das Feld ist nur in zwei Gruppen oder besteht nur aus zwei Gruppen. But at another level, Aber auf einer anderen Ebene, they're separated from the wheat and tares, da sind sie getrennt von dem Weizen und dem Unkraut, because they have the ability of being able to discern between the wheat and the tares. denn sie haben die Möglichkeit, zwischen dem Unkraut und dem Weizen zu urteilen oder unterscheiden. When we think about the wheat, Und wenn wir über den Weizen nachdenken, we have to consider that there are two groups of wheat. dann müssen wir sehen, dass es zwei Arten von Weizen gibt. One group that have discernment, Eine Gruppe, die dieses Urteilsvermögen hat, and one group that are oblivious to what's going on. und die andere Gruppe, die keine Ahnung hat von dem, was vor sich geht. Now you know that to be true, Und wir wissen, dass das wahr ist, because when you go to Millerite history, denn wenn wir zu der Geschichte der Milleriten gehen, you have three groups there. haben wir drei Gruppen. You have the wise, Wir haben die Weisen, you have the foolish, wir haben die Törichten and you have Samuel Snow. und wir haben Samuel Snow. So there are three groups there, Also wir haben hier drei Gruppen, but Samuel Snow is a virgin, aber Samuel Snow ist eine Jungfrau. and he's the one that's going to give the cry, Und er ist derjenige, der den Ruf but he gibt, has discernment, aber er hat dieses Urteilsvermögen, whereas the rest of the wise virgins do not. während diese anderen weisen Jungfrauen dies nicht haben. So you can see that he Also können wir sehen, dass er is part of this group. Teil dieser Gruppe ist. He's not separate to the group. Er ist nicht getrennt von dieser Gruppe. Let's go to the book of Jeremiah. Lasst uns zu dem Buch Jeremia gehen. And we're in chapter 15, Und dort im Kapitel 15, verse 19. Vers 19. And we're going to see this same principle come to view. Und wir Brought werden, to view here. wir werden auch hier das gleiche Prinzip finden. 19. Chapter 15, verse 19. Also You Jeremia, won't read it yet. Jeremia Kapitel 15, Vers 19. Here's Jerusalem, Also hier ist jetzt Jerusalem, a walled city, durch eine Mauer eingeschränkte Stadt. and inside this city Und in dieser Stadt are two groups of people. sind zwei Gruppen von Menschen. Here are the two groups. Hier sind die zwei Gruppen. You've got one group that are going to die and one group that are going to live. Also wir haben hier eine Gruppe, die leben wird und die andere, die sterben wird. You've got one group that are listening to Jeremiah and one group that are not listening to Jeremiah. Wir haben eine Gruppe, die Jeremia zuhört und die andere Gruppe, die ihm nicht zuhört. And then you've got a third person. Und dann haben wir hier eine dritte Person. And this third person
Und diese dritte Person is Jeremiah. ist Jeremia. But what group does Jeremiah belong to? Aber welche Gruppe gehört Jeremia The an? group that are going to die or the group that are going to live? Gehört er der Gruppe an, die sterben wird oder die leben werden? So you know at one level, Jeremiah and the people that live are one group. Also wissen wir auf einer Ebene, dass Jeremia und die Gruppe, die leben wird, eins sind. So if we identify these as the wise and the foolish, Also wenn wir jetzt hier das definieren würden als die Weisen und die Törichten, Jeremiah fits under the category of being wise. dann wäre Jeremia unter der Kategorie der Weisen. Yet he's distinguished as being separate from the two groups. Aber dennoch ist er getrennt von beide dieser Gruppen. You need to be able to conceptualize this problem in your mind Wir müssen conceptualize. to understand these things. Wir müssen diese Dinge verstehen. So let's read Jeremiah 15, verse 19. Lasst uns nun Jeremia 15, Kapitel 15, Vers 19 lesen. Darum so spricht der Herr, wenn du umkehrst, so will ich dich wieder vor mein Angesicht treten lassen, und wenn du das Edle von Unedlen scheidest, sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen sich zu dir wenden, du aber sollst dich nicht zu ihnen wenden. So all I want us to pick up from this verse, Also das, was ich jetzt aus diesem Vers herausziehen möchte, it doesn't call them wise and foolish. ist nicht, dass es hier um Weise und Törichte geht, It calls them the precious and the vile. sondern es geht hier um, wie sagt's, das Edle vom Unedlen. And Jeremiah is able to discern between the two. Und Jeremia ist es möglich, zwischen diesen beiden zu unterscheiden. How does he discern who is who? Wie macht er das? Because he has a message from God, Denn er hat eine Botschaft von Gott, and depending upon how people respond to this message, und je nachdem, wie die Menschen auf diese Botschaft antworten, will determine whether they will live or die. wird es entscheiden, ob sie leben oder sterben werden. And if he does this job faithfully, he's going to be rewarded, the verse teaches us. Und wenn sie treu sind und dies tun, when they're faithful, If he does his work faithfully, und wenn er treu ist und sein Werk gewissenhaft ausübt, the verse teaches that he will be rewarded. dann tut dieser Vers uns lehren, dass er einen Lohn dafür So when we erhalten come wird. to Ezekiel 9 Also wenn wir jetzt wieder Ezekiel 9 uns zuwenden, or Matthew 13 oder Matthäus or 13, Matthew 25, oder Matthäus 25, Jeremiah 15, oder Jeremia 15, you have repeating stories haben wir wiederholende Geschichten, that talk about two groups of people, die über zwei Gruppen von Menschen sprechen, but in those who are identified as either precious or wise or wheat, die eher als edel oder unedel oder als Weizen dargestellt werden. there is a class of those people who have discernment, Da gibt es eine Gruppe, die das Urteilsvermögen besitzen, who can distinguish between the precious and the vile. die zwischen dem Edlen und Unedlen urteilen können. In Ezekiel 9, In Ezekiel 9 this person is identified as the third angel, wird diese Person als der dritte Engel dargestellt. as much as it is the five men that are with him. Wie es genauso auch die 5 Männer darstellt, die mit ihm sind. These are simple things to understand, Dies sind einfache Dinge, die zu verstehen es gibt, hopefully, hoffentlich. but the consequences are profound, Aber die Ergebnisse oder die Konsequenzen sind überwältigend. because you should begin to understand your responsibility. Denn wir sollten unsere Aufgabe bewusst werden. Not only your responsibility Nicht nur unsere Aufgabe, of delivering a message, die Botschaft rüberzugeben oder bringen, but also how you're supposed to respond to people who object to this message. sondern auch, wie wir darauf antworten sollen gegenüber den Leuten, die dieser Botschaft widerstehen. We're going to read Matthew 13 later, Wir werden Matthäus 13 noch später lesen, but we're all familiar with the story there. aber wir sind alle vertraut mit der Geschichte, die dort wiedergegeben wird. The servants, Die Diener, some of us, einige von uns, have discernment, haben Urteilsvermögen and we know und wir wissen, when you get to the second step, dass wenn man an dem zweiten Schritt ankommt, when fruit is beginning to be exhibited, dass man die shown, manifested, dass wenn wir am zweiten Schritt die Frucht anfängt sich zu zeigen, the Bible says, by their fruit you shall know them. denn die Bibel sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Human beings on this message dann werden menschliche
menschliche Wesen in dieser Botschaft werden in dieser Wahrheit werden wissen, who is the precious and who is the vile. wer das Edle und wer das Unedle ist. But they're not to do anything about it. Aber sie können nichts dagegen, But they're not allowed to do anything about this issue. sie können nichts dagegen unternehmen. Sie können da nicht eingreifen. We're going to come back to this issue Also wir werden zurück zu dem kommen, of what a precious and a vile person looks like. Wie eine edle oder eine unedle Person aussieht. So remember the things that we've spoken about so far. Also erinnert euch an die Dinge, die wir bis jetzt schon behandelt haben. Yeah, we'll mention it later on. Okay, wir werden es später noch aufgeben. Continue with our passage. Lasst uns in unserem Zitat weiterlesen. Paragraph 2.5. Which one? Okay. Also das Zitat 2.5. Revelation 7 is the same as Ezekiel 9. Also Offenbarung Kapitel 7 ist das gleiche wie Offenbarung Kapitel 9. Ezekiel 9. You remember where we read from Testimonies to Ministers 444, paragraph 3a. Erinnert ihr euch noch, wo wir von Testimonies to Ministers, Seite 444, Paragraph 3 gelesen haben? 2.2. Das Zitat 2.3. We read that the elements of nature are earthquake, tempest, and political strife. Da haben wir gelesen, dass die... What is? One back. 2.2. Oh, 2.2. Also... Okay. Dass die Naturelemente... Okay, can you repeat your statement? When we read Testimonies to Ministers 444, paragraph 3, Also als wir Testimonies to Ministers, Seite 444, Paragraph 3 gelesen haben, we read that John sees the elements of nature, dann sehen wir, dass Johannes die Elemente der Natur sieht, which were earthquake, tempest, and political strife. welches Erdbeben, Unwetter und politischer Streit waren. And you remember I commented on the fact that we focus on the political strife issue. Und ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, dass wir uns auf diesen politischen Streit konzentrieren. And we don't spend our time dealing with the effects of nature. Und wir tun nicht unsere Zeit damit verbringen, auf diese Naturelemente oder diese Naturkatastrophen zu fokussieren. And we do that for a reason. Und wir machen das aus einem Grund. Because just under the surface of the written word of God, Denn unter der Oberfläche von dem geschriebenen Wort Gottes, Ellen White's focus is also on the political strife issue. da ist auch Ellen Whites Fokus auf diesen politischen Streit. But you have to dig through the elements of nature first to find these truths. Aber erst muss man durch in diesen Naturelementen, da muss man erst durchgraben, um diese Wahrheiten zu finden. Now, because there's a plethora, because there's a lot of information about the elements of nature, Denn es gibt viel Information über die Naturkatastrophen, also die Naturelemente in Ellen White's writings, in Ellen Whites Schriften. people say that's all there is to this issue, nothing more. Denn es gibt Leute, die sagen, es gibt nichts mehr, das ist alles, was es über dieses Thema zu finden gibt. And we've put all of those truths to one side because we've dug under the ground Aber wir haben jetzt diese ganzen Wahrheiten zur Seite gelegt, weil wir schon weitergegraben haben. and we've realized the real issue is political strife. Und uns ist bewusst geworden, dass das wirkliche Thema, um was es sich handelt, dieser politische Streit ist. And here Ellen White's going to deal with this issue in this passage we're about to read. Und Ellen White wird das Gleiche behandeln, hier in dem nächsten Zitat, was wir lesen werden. We're in paragraph 2.5. Also das Zitat 2.5. So we've just said Revelation 7, Ezekiel 9 are the same chapters. Also wir haben gerade eben gesagt, Offenbarung Kapitel 7 und Ezekiel 9 ist das gleiche, handelt von dem gleichen. Now she says, Jetzt sagt sie, John also had been a witness of this most startling revelation. auch Johannes war Zeuge dieser höchst aufsehenerregenden Offenbarung. We need to read very carefully. Wir müssen sehr vorsichtig lesen. It says this most startling revelation. Es sagt, diese höchst aufsehenerregende Offenbarung. When it says this, it's talking about the definite article of what was already discussed. Wenn es sagt dies, dann, when it says this,
The word this. Ja, wenn es sagt dies, It's almost like the word the. das ist fast das gleiche wie das Wort die, also bestimmt. So, what we can see is this. Also was wir jetzt nun sehen können, ist Folgendes. Here's Revelation chapter 7. Also hier haben wir Offenbarung Kapitel 7. This was written by John. Die Offenbarung wurde bei Johannes, dem Offenbarer, geschrieben. Ezekiel was written by Ezekiel, obviously. Ezekiel wurde offensichtlich bei Ezekiel geschrieben. And now we find that John sees something else. Und nun sehen wir, dass Johannes noch etwas anderes sieht. Yeah, it says John also had been a witness. Es sagt, auch Johannes war Zeuge. Of what had he been a witness? Von was war er ein Zeuge? This startling revelation. Diese höchst aufsehenerregende Offenbarung. Now, Ellen White's going to do something really tricky here. Und Ellen White macht jetzt hier etwas sehr Verfängliches. Because this Denn dies is the this. ist Bad das English. diese. Yes, he saw this. Also Johannes sah dies. Can we see that? Können wir John das saw sehen? this. Johannes sah dies. But now she does a tricky thing. Aber jetzt macht sie etwas so, ja, trickreiches. Because now it says he saw. Denn jetzt sagt sie, er sagt. So when she's going to start sah. describing what he saw, Und wenn sie jetzt beschreibt, was er sah, it's not Ezekiel 9. dann ist es nicht Ezekiel 9. What he saw Was er sah, was the sea and the waves roaring and men's heart failing them for fear. er sah das Meer und die Wasserwogen wütend, die Herzen der Menschen vor Furcht erbeben. And that is not Ezekiel 9. Und das ist nicht Ezekiel 9. But she's going to connect that statement with Ezekiel 9. Aber sie wird diese Aussage mit Ezekiel 9 in Verbindung bringen. So Revelation 7 and Ezekiel 9 Also Offenbarung Kapitel 7 und Ezekiel 9 also equal Luke sind gleichzustellen mit Lukas 21 verses 25 and 26. Kapitel 21, die Verse 25 und 26. In your notes, Es ist in unseren Notizen. she quotes, he saw the sea and the waves roaring. From where now? Is this one? Yeah, it says that, sea Okay. and the waves roaring. Er sah das Meer und die Wasserwogen wütend And men's heart failing them for fear. und die Herzen der Menschen vor Furcht erbeben. So the first portion is is verse 25, and the second portion is verse 26. She quotes two verses. Also sie tut hier zwei Verse zitieren. In dem ersten tut sie, the first was Ezekiel and the second one Luke, No, right? okay, so it says, the sea and the waves roaring. Also er sah das Meer und die Wasserwogen wütend. That's Luke 21, 25. Okay, das ist Lukas 21, Verse 25 und 26. And men's hearts failing them for fear. Und die Herzen der Menschen vor Furcht erbeben. Same chapter, verse 26. Oh, okay. Also das erste zeigt den Vers 25 in Lukas 21 und das zweite zeigt den Vers 26. So when she's referring to Revelation 7 and Ezekiel 9, Also wenn sie sich auf Offenbarung Kapitel 7 und Ezekiel 9 bezieht, which are both the sealing. welches beide das Versiegeln ist, Now remember, we have to factor in Matthew 25. dann erinnert euch, dass wir hier auch Matthäus 25 einbringen müssen. Ezekiel 9 verse 1, it's in your notes. Ezekiel 9, Vers 1. It says, them that have charge over the city to draw near, the drawing near. She's in the right passage, she just needs to find it in the German. Draw near. Diejenigen, welche die Verantwortung für die Stadt tragen, sich zu nähern. Okay, so all of these men Also all diese Männer, are all gathering and drawing near to Jerusalem. sie sammeln und sie nähern sich Jerusalem. So that phrase, draw near, Also dieses Wort, sich zu nähern, hopefully, can we all see it in the verse? können wir also alle in dem Vers sehen. Okay, let's go through it because I want us to see draw near. Okay, lasst es uns durchgehen, dass wir alle das sehen können. Have people got that? Can we see that? Können es Okay. nähern sehen. That means to gather. Das
bedeutet, sich zu sammeln. Come together to one place. Kommt zusammen zu einem Punkt. And we don't have the time to go to the Spirit of Prophecy passage, Und wir haben jetzt nicht die Zeit, um zum Zitat im Geist der Weissagung zu gehen. but Ellen White marks that gathering at August the 11th, 1840. Aber Ellen White markiert diese Sammlung am 11. August 1840. 1840. 11. August 1840. And August the 11th, 1840, Und am 11. August 1840, the angels are, the 10 virgins are gathering together. also die 10 Jungfrauen sammeln sich hier. This is represented in Ezekiel chapter 9 as these 5 men who come together. Also das wird auch im Ezekiel Kapitel 9 dargestellt als die 5 Männer, die zusammenkommen. August the 11th, 1840 Am 11. August 1840 marks the restraining of radical Islam. markiert dieses Zurückhalten des radikalen Islams. This is Egypt Das ist Ägypten, that is being restrained from making war against Turkey. das zurückgehalten wird, um in einen Kampf einzuziehen mit der Türkei. We take the symbol of the restraint of Islam Und wir nehmen dieses Symbol, dieses Zurückhalten des Islams, and we draw a parallel of that to 9/11, und wir ziehen eine Parallele dazu mit dem 11. September, where radical Islam is again restrained. wo der 11. September wieder zurückgehalten wird, So wo der Islam wieder zurückgehalten wird. Ezekiel chapter 9 begins here at the Also- first step. Also Ezekiel Kapitel 9 beginnt hier am ersten Schritt. So here we are, Ezekiel 9, Also hier haben wir jetzt Ezekiel 9, beginning here. was hier beginnt. Then we have the third angel that brings the seal, this man. Und dann haben wir diesen Mann hier, der das Siegel, also der dritte Engel ist. So it covers the work of the first, second, and third angels. Ezekiel 9 goes all of this distance. Und Ezekiel 9 bedeckt, geht über die ganze Geschichte des ersten, zweiten und dritten Engels. Which is the same time period as Revelation 7. We've demonstrated that as well. Welches, wie wir schon aufgezeigt haben, die gleiche Zeitperiode ist, die wir in Offenbarung Kapitel 7 finden. But now we're going to look at Luke 21. Aber nun wollen wir uns Lukas 21 anschauen. And it says, John saw this, Und da wird uns gesagt, Johannes sah dies, and when she goes to the next sentence und wenn sie in den nächsten Satz hineingeht, and says he saw da wird uns gesagt, er sah the sea and the waves roaring, das Meer und die Wasserwogen wütend and men's heart failing them for fear. und die Herzen der Menschen vor Furcht verzagen. So you know that imagery that's being brought to view is the same as Ezekiel 9. Also das, was uns hier, dieses Bild, das uns hier gegeben wird, ist das gleiche wie in Hesekiel 9. And therefore must be the same as Revelation 7. Und damit muss es das gleiche sein wie in Offenbarung Kapitel 7. So Luke 21, verses 25 and 26 must be dealing with the sealing. Also sehen wir nun, dass Lukas 21, Verse 25 und 26 mit der Versiegelung zu tun haben müssen. We have to see the connection between these 3 chapters. Also müssen wir die Verbindung von diesen 3 Kapiteln sehen. People have an objection Also Leute haben hier einen Widerstand. to the significance and the object lesson of 9/11. Sie widerstehen diesem Anschauungsunterricht, Object Lesson End. They have an objection Sie haben diesen Widerstand to to the issues about 9/11. über dieses Thema des 11. Septembers und die Signifikanz die Wichtigkeit dieses Datums. Verse 25 Vers 25. gives the preamble to the event that we're looking at, Preamble. the introduction. Also Vers 25 gibt uns die Einführung zu dem Ereignis. It's the signs of the sun, moon, and stars, Es ist die Zeichen an den Sternen, Mond und Sonne, which brings you to 1833. welches uns zu 1833 bringt. And then it says, and upon the earth distress of nations. Und dann sagt es uns, dass es auf der Erde, where are you? Because Bible is. Okay. Und dass es auf der Erde dann Drangsal geben wird. With perplexity, the sea and the waves roaring. In Beziehung
was wir dann auch sehen, er sah das Meer und die Wasserwogen wütend. Now, when Also Ellen Streich. White commented on this issue, Also wenn Ellen White jetzt hier das kommentiert, she said this: dann sagt sie Folgendes. if this is the earth Wenn dies die Erde ist and this is heaven, und das ist jetzt der Himmel, she said, let's put a dividing line between the two. dann sagt sie, lasst uns nun hier eine Linie, die beiden teilt, ziehen. What's in heaven is in heaven, and what's on earth is on earth. Was im Himmel ist, ist im Himmel und was auf der Erde ist, ist auf der Erde. But she did more than that, Aber sie hat sogar noch mehr getan, because when she made this dividing line, denn als sie diese Teilungslinie zog, she infers dann sagt sie that this is literal damit, dass dies hier buchstäblich ist and this is symbolic. und dies symbolisch. So the issues or the things that are going on the earth are symbolic, Also diese Sachen, die auf der Erde passieren, sind symbolisch and those in the heaven are literal. und die im Himmel sind buchstäblich. And she confirms this in her own writings, Und sie bestätigt das in ihren eigenen Schriften and that's how we teach this message today. und das ist, wie wir heute die Botschaft lehren. These issues concerning the sun, moon, and stars were literally fulfilled, Also die Ereignisse über die Sonne, Mond und Sterne waren buchstäbliche Ereignisse, but this sea and waves roaring aber das Meer und die Wasserwogen wütend is the distress of nations. ist dieser Drangsal der Nation. There's a technique in the Hebrew. Es gibt eine Technik im Hebräischen I know this was written in Greek. und ich weiß, dass dies im Griechischen geschrieben wurde. When you get a verse, Also wenn man jetzt einen Vers nimmt, verse 25, zum Beispiel Vers 25, there's going to be a statement da gibt es eine Aussage, with a break. Break. It can be a semicolon or a comma, Okay, but there's a break. also da ist jetzt eine Pause, also entweder ein Komma oder oder ein Semikolon, Followed by another statement, was von einer weiteren Aussage gefolgt wird. then these two statements Dann sind diese zwei Aussagen, is a repeat and enlargement. dann ist es eine Wiederholung und Erweiterung. Hopefully we're familiar with repeat and enlarge, Ich hoffe, dass wir alle mit der Wiederholung und der Vergrößerung vertraut sind. but that's not the only phrase that it portrays. Aber das ist nicht nur, that's not the only. It's not the only way to express this. Okay, es ist nicht nur die einzige Art und Weise, wie man das jetzt darstellen kann. Da gibt es noch mehrere. We could also use the phrase, the word parable, Wir können auch noch das Wort Gleichnisse da hinstellen or the technical term oder der Begriffsausdruck. juxtapositioning. What? Juxta? I have no idea. So juxtaposition Also diese Juxtaposition is the technical word ist dieser Begriff dafür, technischer Begriff, of what parable teaching is. was die Lehre der Gleichnisse ist. It's a grammatical term. It's- It's from, I believe it's Greek. Also ich glaube sogar, es ist griechisch und es ist ein grammatischer Begriff. Let me try explain what juxtaposition is. Also ich versuche jetzt hier zu erklären, was dies ist. You have a truth or a story or an image, Also wir haben jetzt hier eine Wahrheit, eine Geschichte oder ein Bild. and then you put something that's either identical or opposite to it, Und jetzt nimmt man was entweder gleich ist oder im Gegensatz dazu steht. and you put these things next to each other. Und man tut diese beiden nebeneinander stellen. But not only do you put them next to each other, Aber jetzt tut man sie nicht nur nebeneinander stellen, sondern you put them parallel to one another. man legt sie parallel zueinander an. So when two things are held in juxtaposition, Also wenn jetzt zwei in diese Juxtapositioning gebracht werden, they're held parallel to one another. dann sind sie parallel zueinander. And it's not a coincidence Und es ist kein Zufall,
that when we use the word or the symbol of equal, dass wenn wir dieses Wort oder Symbol gleich benutzen, that you get two lines that are parallel to each other. dass es zwei Streifen sind oder Linien, die parallel zueinander Because stehen. this symbol of two parallel lines Denn dieses Symbol, dass zwei Linien zueinander parallel stehen, means that the things that they represent are the same. bedeutet, dass die Dinge, die sie repräsentieren, gleich sind oder das Gleiche ist. So two parallel lines are showing you that these things are the same. Also zwei parallele Linien zeigen, dass diese zwei Dinge gleich sind. This is juxtapositioning. Und das ist diese Juxtapositioning. All parables Und alle Gleichnisse or repeating in large. sie basieren auf der Wiederholung und der Erweiterung. They're different expressions of describing the same thing. Es gibt verschiedene Arten und Weise, das Gleiche zu erklären. If you're going to study this message, you need to become familiar with this technique. Und wenn du beginnst, diese Botschaft zu studieren, dann musst du mit dieser Technik dich vertraut machen. Not only when we talk about line upon line, Also nicht, wenn wir nur auf Linie davon sprechen, like the whole story of Christ and the whole story of the Millerites, wie zum Beispiel die ganze Geschichte von Christus und die ganze Geschichte von den Milleriten. but you see this in individual verses. Aber wir sehen dies sogar auch in individuellen einzelnen Versen. And that's what's happening in this verse. Und das ist, was in diesem Vers hier passiert. Until you recognize this technique, Und bis man diese Technik realisiert, these things do not become clear. werden diese Dinge nicht ganz klar. So it says the sea and the waves roaring. This is the last part of the verse. Also es wird uns gesagt, dass das Meer und die Wasserwogen wütend sind. So I want to ask you, what does it mean, the sea and the waves roaring? Dann möchte ich euch fragen, was bedeutet es, dass das Meer und die Wasserwogen wütend sind? Now we could have a discussion about that, Also wir könnten jetzt diskutieren darüber. and I would suspect most of you would want to take me to a different Bible verse. Und ich würde wahrscheinlich ich würde darauf wetten oder erwarten, dass ihr mich zu einem anderen Bibelvers führen würdet. Because what you're going to do is proof text for me. Denn was ihr machen werdet, ihr werdet die Belegtextmethode anwenden. You're going to go on your computer and look at all the words where it says sea, Und dann ihr werdet in euren Computer gehen und schauen, wo überall das Wort Meer zu finden ist. and you're going to tell me what sea means. Und ihr werdet mir sagen, was das Meer bedeutet. And I'm saying that's the wrong way of approaching this issue. Und ich sage euch, das ist die falsche Art und Weise, dieses Problem anzugehen. What you do Was man machen sollte, is you stay in the verse, dass du in diesem Vers bleibst. because the verse will teach you what it means. Denn der Vers selber wird dir erklären, was es bedeutet. The sea and the waves roaring Also dieses Meer und die Wasserwogen, die wütend sind, means bedeutet distress of nations upon the earth. diese Drangsal der Nationen und der Erde. So the verse will define itself. Also der Vers wird sich selbst erklären. Now you can go to other Bible verses to prove that to be correct if you wish to. Und ihr könnt zu anderen Bibelversen gehen und aufzeigen, dass es da korrekt. Sorry. If you want to go to other Bible verses, you can if you want to. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr zu anderen Bibelversen gehen. But the place we should start is in the verse itself. Aber der Platz, wo wir anfangen sollten, ist der Vers selber. And many of us are missing vital pieces of information because we don't do that. Und wenn wir dies nicht tun oder weil wir dies nicht tun, verpassen wir große, wichtige Wahrheiten, weil wir dies halt nicht tun. You can save yourself a lot of trouble if you just read the verse. Also man kann sich selbst viele Probleme ersparen, wenn man in diesem Vers selber anfängt. When we're taught from William Miller's rules that the Bible will interpret itself, Also wenn wir von William Millers Regeln lernen, dass die Bibel sich selber auslegen wird, if we understand this rule of juxtapositioning, wenn wir diese Regel, dieser Juxtapositioning lernen, you'll see that the Word of God will open up to you in a way that you haven't found before. dann sehen wir, dass das Wort Gottes sich in einer Art und Weise dir öffnen würde, wie es noch nie zuvor getan hat. So when she says in the statement, John had also been the witness of this most startling revelation, he saw the sea and the waves roaring. Also wenn Ellen White jetzt hier sagt, auch Johannes war Zeuge dieser höchst aufsehenerregenden Offenbarung, er sah, dass Meer und die Wasserwogen wütend waren,
quoting verse 25, Also sie zitiert hier den Vers 25. what is she talking about? Dann über was spricht sie? She's talking about Sie spricht über the distress of nations on the earth. Sie spricht über die Drangsal der Nationen auf der Erde. And she's connecting the distress of nations upon the earth Und sie verbindet diese Drangsal der Nationen auf der Erde with the time of the sealing. mit der Zeit des Versiegelns. So if you haven't learned anything so far, Also wenn ihr bis so weit noch nichts wusstet you've learned one thing. oder nichts gelernt habt, dann habt ihr eins gelernt. In Revelation 7, In Offenbarung Kapitel 7, it said, don't let there be any distress dann wird uns gesagt, lasst da nicht irgendeine Drangsal sein, until the saints are sealed here. bis die Heiligen versiegelt sind hier. But now we're learning Aber jetzt lernen wir, that this verse 25 is Ezekiel 9 and Revelation 7. dass dieser Vers 25 auch mit Ezekiel 9 und Kapitel 7 auf Offenbarung verbunden ist. And Ezekiel 9 begins here. Und Ezekiel 9 beginnt hier. So you can begin to see Also fängt man jetzt an zu sehen, that this distress of nations dass diese Drangsal der Nation occurs before this event. sogar schon vor diesem Ereignis And anfängt. we're beginning to open up Und es fängt an, sich zu öffnen, the truth of a progressive sealing work. die Wahrheit sich zu öffnen, dass es eine fortschreitende Arbeit ist. Diese versiegelnde Arbeit ist eine fortschreitende Arbeit. And as each group is sealed, Und während jede Gruppe individuell versiegelt wird, you'll see an increasing issue surrounding political strife. dann sieht man eine ansteigende Problematik des politischen Streites. Tut mir leid. Now, this distress of nations in verse 25 Also hier diese Drangsal der Nation im Vers 25 relates to a specific event. bezieht sich auf ein bestimmtes Ereignis. The event that's being dealt with in this verse Und dieses Ereignis, um welches geht in diesem Vers, were the events in Europe waren die Ereignisse in Europa in the year 1840, in dem Jahr 1840, when the European nations als die Europäische Union were distressed in Drangsal war, because of the warfare between two Islamic nations. weil zwei two Islamic were against each other, zwei islamische Nationen gegenseitiger im Krieg waren. And as they saw this warfare between these two Islamic powers escalating, Und wie sie dann sahen, wie dieser Kampf dieser zwei islamischen Nationen eskalierte, the European powers were forced to get involved. wurden die europäischen Länder gezwungen einzugreifen. This was a strategic warfare Dies war ein strategischer Kampf by Egypt. von Ägypten. And the European powers knew what they were doing. Und die Mächte Europas wussten, was sie taten. If you live in North Africa Also wenn du jetzt in Nordafrika lebst or the Arabian Peninsula, oder im arabischen Teil, there's only two ways, gibt es nur zwei Wege, two sensible ways of getting into Europe. wie du nach Europa kommst. You can go around the Black Sea, but it's very difficult. Also entweder du gehst um das Schwarze Meer rum, aber das ist sehr schwierig. The easiest way to get across Und die einfachste Art und Weise rüberzukommen, is either through the Straits of Gibraltar ist entweder durch das Gibraltar or the Bosphorus Straits. oder den Bosporus. Sorry. This is why Egypt was making war against Turkey. Das ist, warum Ägypten gegen die Türkei in den Krieg zog. It was a strategic plan Es war ein strategischer Plan, because Turkey is a stepping stone into Europe. denn die Türkei ist so das Tor nach Europa. This is the jihad that they were trying to make with the West. Das ist dieser Dschihad, dieser heilige Kampf, den sie versuchten mit dem Westen zu führen. This is the third jihad that's about to begin, Und jetzt haben wir den dritten Dschihad, der jetzt dabei ist anzufangen. but it gets restrained in 1840. Aber er wird zurückgehalten im Jahre 1840. So Luke 21:25
So, jetzt im Lukas 21, Vers 25, is dealing with the struggle over radical Islam. da geht es um das Problem, das der radikale Islam verursacht. Now, there's a parallel passage Also es gibt hier einen parallelen Vers, which repeats the history of Luke 21. welches die Geschichte von Lukas 21 wiederholt. This is found in Revelation chapter 11, Und dies finden wir in Offenbarung Kapitel 11, verse 18. Vers 18. Now, in verse 18, Nun im Vers 18 the nations are no longer distressed. befinden sich die Nationen nicht länger in der Drangsal. They were distressed a long time ago. Sie waren schon lange zuvor in der Drangsal. Now they've become angry. Jetzt wurden sie wütend. And this anger Und diese Wut is based upon the same activity of radical Islam. ist aufgrund des radikalen Islams. So we see two parallel passages Also sehen wir zwei parallele Verse, which begin to introduce the concept and the idea die das Konzept oder die Idee einführen, that radical Islam dass der radikale Islam is connected to Ezekiel 9 and Revelation 7. mit dem Ezekiel 9 und dem Kapitel 7 von Offenbarung in Verbindung steht. And even though you may not have seen it clearly, Und auch wenn es noch nicht so ganz klar deutlich wurde, because many Adventists do not see it clearly, denn viele Adventisten sehen es nicht sehr klar, these winds diese Winde, that are not allowed to blow in Revelation 7, welche in Offenbarung Kapitel 7 noch nicht erlaubt wird zu Ellen bläsen, White's focus ist Ellen Whites Fokus, is not on the elements of nature but on political strife. ist ihr Fokus nicht auf diese Naturelemente, sondern auf diesen politischen Streit. So we are correct to focus on that issue Deshalb ist es korrekt, wenn wir auf dieses Thema uns fokussieren and put aside the elements of nature that are increasingly becoming more and more severe. und die Naturelemente, die mehr und mehr immer ansteigen und schlimmer wird, beiseite schieben. Because the issue that's connected with the sealing when you get these three chapters is radical Islam. Denn was mit dieser Zeit des Versiegelns in Verbindung steht, ist der radikale Islam. Now many people Denn viele Menschen object to 9/11. widerstehen dem 11. September. I'll put 9/11 here. They object to 9/11 being connected Sie widerstehen, dass der 11. September in Verbindung steht to the sealing of God's people. mit der Versiegelung von Gottes Menschen. And I think the reason for that Und ich glaube, der Grund dafür ist, is because they've been misled in their religious education. dass sie missgeleitet wurden in ihrem Verständnis of misunderstanding of what? Biblical, in biblischer Erziehung. This is just a simple explanation. Also dies ist nur eine einfache Erklärung. This is not the only truth or the proof that we have. Das ist nicht die einzigste Erklärung oder Beweis, den wir dafür haben. But I hope that you can see Aber ich hoffe, dass ihr sehen könnt, that a simple reading dass ein einfaches Lesen and carefully looking at words und vorsichtiges Sehen oder Anschauen der Wörter clearly shows you das sehr klar aufbringt, that the sealing of God's people at the end of the world dass das Versiegeln des Volkes Gottes hier am Ende der Welt is related to the political strife that radical Islam causes. in Verbindung steht mit diesem Streit, den der radikale Islam verursacht. And the singular event that's shaken this world Und dieses einzelne Ereignis, was diese Welt zum aufrührte, in recent history was 9/11. in der Geschichte war der 11. September. And we must factor this in Und wir müssen dies mit einbeziehen, because this radical Islam issue, denn dieser radikale Islam, dieses Thema um den radikalen Islam, when we bring Revelation 7 into this story, und wenn wir Offenbarung Kapitel 7 in die Geschichte mit einbringen, are the four winds. dann ist der radikale Islam die 4 Winde. What that should teach you is the following. Was das euch jetzt lernen sollte, ist das Folgende. That if you think what happened at 9/11 was significant, Denn wenn du glaubst, dass das, was am 11. September passierte, von Bedeutung ist, the winds haven't even begun to blow yet. denn da haben die 4 Winde ja noch nicht mal angefangen zu blasen. In the English, they say you haven't seen anything yet.
Also im Englischen heißt es, oder auch im Deutschen, man hat noch nichts gesehen. Things are about to get progressively worse. Die Dinge werden voranschreitend schlimmer. Reading on, Also wenn wir jetzt weiterlesen, we're on page wir sind auf der Seite 5, top of Fünf. page 5, 2.6. Das Zitat 2.6, John, he, Johannes, er, beheld the earth moved and the mountains carried into the midst of the sea, which is literally taking place, the waters thereof roaring and troubled, and the mountains shaking with the swelling thereof. He was shown plagues, pestilence, famine, and death performing their terrible mission. Er sah die Erde bewegt und die Berge mitten ins Meer sinken, was bereits buchstäblich geschieht. Er sah die Wasser wütend und ruhelos und die Berge wanken. Es wurde ihm Plagen, Pestilenz, Hungersnot und tödliches Verderben gezeigt, als sie ihre furchtbare Mission ausführten. Now we've taken nearly an hour to go through this paragraph. Also wir haben jetzt fast eine Stunde gebraucht, um durch dieses Zitat zu kommen. But if you were reading this paragraph with someone who objects to this message, Aber wenn wir jetzt diesen Zitat mit jemandem lesen würden, der im Widerstand zu dieser Botschaft steht, they would have read this to you in 30 seconds and focused at the very end. und dann hätten sie diesen Paragraphen in 30 Sekunden durchgelesen und hätten ihren Fokus auf das Ende gelegt. Because the language at the very end Denn die Sprache, die hier am Ende benutzt wird, looks like this. sieht so aus. Looks like the elements of nature. Sieht aus wie die Elemente der Natur. But it's only a careful reading Aber nur ein vorsichtiges Lesen of all of the paragraph des ganzen Paragraphens that shows you zeigt uns, that Ezekiel 9 begins here dass Ezekiel 9 hier anfängt and is also shown to be being fulfilled here. und es auch aufzeigt, dass es sich auch hier erfüllt. I can't stress enough the necessity of careful Bible study. Also ich kann euch nicht genug damit stressen, dass es so wichtig ist, die Bibel oder generell sehr vorsichtig zu lesen. Now we could have gone through that passage in about 2 or 3 minutes and you would have missed all of this information. Denn wir hätten diesen Paragraphen in 2 bis 3 Minuten abhandeln können und wir hätten diese ganze Information verpasst. So we need to really be careful about the information that we listen to and our own personal Bible study Also müssen wir sehr... and how we use William Miller's rules. Okay, now you have to repeat that. Sorry. We have to be very careful Also wir müssen sehr vorsichtig sein, who we listen to wem wir zuhören, about following William Miller's rules correctly wem wir zuhören, um die William Millers Regeln korrekt anzuwenden. and most importantly that we should be studying for ourselves. Und das Wichtigste ist, dass wir für uns selbst studieren. We've spoken about the progressive sealing. Wir haben schon über das voranschreitende Versiegeln gesprochen. I've mentioned that the winds begin to blow here and they're held back until they're let loose at the back end here. Ich habe schon gesprochen, dass die 4 Wände hier anfangen, aber zurückgehalten werden bis hier zum Ende, wo sie dann losgelassen werden. Our license for doing that, Unsere Lizenz, dies zu tun ist, in case you missed it the first time, wenn ihr es vielleicht beim ersten Mal verpasst habt, was the following. war das folgende. Back here Hier hinten is the Sunday law. ist das Sonntagsgesetz. And then following the Sunday law is the close of probation. Und das Ende der Gnadenzeit folgt dem Sonntagsgesetz. Close of probation, close of probation. Also Ende der Gnadenzeit, Ende der Gnadenzeit. Now we're focusing here on 9/11 Und hier konzentrieren wir uns auf 11. September. and we've done that Und wir haben das getan because of the information of Luke 21. wegen der Informationen, die wir von Lukas 21 erhalten. The winds were about to blow here. Also die Winde wollten hier jetzt blasen, They get restrained aber sie werden zurückgehalten and they're not allowed to blow und ihnen ist nicht erlaubt zu blasen, until all the servants are sealed. bis die ganzen Diener Gottes versiegelt sind. We haven't defined that exactly, Wir haben das jetzt noch nicht genau definiert, except that we've shown it's going to be related to the earth, the sea and the trees in these 3 steps. außer dass wir gesagt haben, dass es sich bezieht auf die Erde, auf das Meer und auf die Bäume, dass es 3 Schritten sind And then the winds will blow. und dann die Winde blasen But Ellen werden. White specifically attaches these chapters Aber Ellen White tut speziell diese 2 Kapitel in Verbindung bringen to the events of 1840 mit den Ereignissen im Jahre 1840
and not October 22nd, 1844. Und nicht mit dem 22. Oktober 1844. Because the 22nd of October 1844 would be here. Denn der 22. Oktober 1844 wäre hier. So she's tying these chapters with the beginning events and not the end. Also sie nimmt diese zwei Kapitel und markiert sich hier am Anfang und nicht am Ende. And the connecting link is radical Islam. Und dieses verbindende Glied ist der radikale Islam. We'll read the next passage. Also lasst uns nun nächstes Zitat lesen. This is paragraph 3, Das ist Paragraph 3 page 5. auf der Seite 5. And then we'll begin to study this in our next presentation. Und dann werden wir dies in unserer nächsten Präsentation anfangen zu studieren. I saw 4 angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Ich sah 4 Engel, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten und im Begriff waren, es auszuführen. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried. Jesus war mit priesterlichen Gewändern bekleidet. Er blickte in Mitleid auf die übrigen. Er erhob dann seine Hände und rief mit einer Stimme des tiefsten Erbarmens: My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Mein Blut, Vater, mein Blut, mein Blut, mein Blut. If you remember earlier, we read a statement. It said, "Here is the safety of the church." Wenn ihr euch daran erinnern könnt, wir haben vorher ein Zitat gelesen, wo es heißt, hierin ist die Sicherheit der Gemeinde, Which was connected to the restraining of those winds. was in Verbindung stand mit diesem Zurückhalten der Winde. The safety of God's church is predicated on the blood of Christ. Also die Sicherheit der Gemeinde Gottes predicated, It depends upon or is based upon. hängt davon ab, danke, hängt von dem Blut Christi ab. Thank you. And it's not a coincidence that it mentions this 4 times. Und es ist kein Zufall, dass dies hier viermal erwähnt wurde. Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, and was shed all about Jesus. Dann sah ich, wie von Gott, der auf dem großen weißen Thron saß, ein helles Licht kam, über Jesus ausgegossen wurde. Then I saw an angel with a commission from Jesus, swiftly flying to the 4 angels who had a work to do on the earth. Hierauf sah ich einen Engel mit einem Auftrag von Jesus schnell zu den 4 Engeln fliegen, die ein Werk auf der Erde zu tun hatten. And waving something up and down in his hand and crying with a loud voice, "Hold, hold, hold, hold." Er schwang etwas in seiner Hand auf und ab und rief mit lauter Stimme: Halt, 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 Until the servants of God are sealed in their foreheads. bis die Knechte Gottes versiegelt sind an ihren Stirnen. However you understand this passage, Wie auch immer man dieses Zitat versteht, what we can see is the following. was wir sehen können, ist das Folgendes. The singular word until. Das einzelne Wort bis. Okay. Ja. Until the servants. Okay. So the word until Also dieses Wort bis, is telling us when this event is happening. er zeigt uns auf, wann dieses Ereignis passiert. It's at the beginning of the first hold, Denn am Anfang dieses ersten Halts and it says until they're sealed. sagt, also von Anfang dieses Halt bis die Diener Gottes versiegelt sind. They're sealed here. Sie werden hier versiegelt. So this event Also dieses Ereignis must be speaking about something that happens before. muss dieses Ereignis dies muss davon sprechen von etwas, was davor passiert. If that's all we can get from this passage, Wenn das alles ist, was wir von diesem Zitat herausziehen, at this moment, then we've learned a lot. in diesem Moment, dann ist das viel. We're seeing Wir sehen, that the safety of God's church, when the winds begin to blow, dass die Sicherheit der Gemeinde Gottes, wenn die Winde anfangen zu blasen, is dealing with a time period before the 3rd angel. handelt von einer Zeitperiode, die vor dem 3. Engel ist. So you have to be able to identify the events that are happening before the 3rd angel. Also müssen wir jetzt diese Ereignisse, die vor dem 3. Engel sind, identifizieren. Because each of us must know when the sealing began if we want to be sealed. Denn jeder von uns muss wissen, wann die Versiegelung stattfand oder anfing, wenn wir gerettet werden möchten. Unless you believe the foolishness that the church teaches,
außer wir glauben die törichten Ansichten, die die Gemeinde lehrt, that you can pick any day. dass du jedes Datum auswählen kannst For the next 7 days, pray at 7 o'clock in the morning, und für die nächsten Zeit oder für die nächsten 7 Tage predige um 7 Uhr morgens, especially if you do it in July next year, im Speziellen, wenn du nächstes Jahr es im Juli machst, because you'll have 7 o'clock, 7 days, the 7th month, 2017, weil wir es um 7 Uhr am 7 Tage lang im 7. Monat 2017 and just maybe you'll receive the seal, und vielleicht erhältst du dann das Siegel, because you're praying for the latter rain. denn du predigst für den Spätregen. Unless you understand how to read prophecy, Es sei denn, du verstehst, wie man die Prophetie liest oder versteht, you'll come to foolish answers for a very serious question. wirst du zu törichten Antworten kommen über wichtige oder sehr ernste Fragen. Even those people who come up with silly answers Und selbst die Menschen, die mit törichten oder komischen Antworten aufkommen, know one thing. wissen eine Sache. You need to know the beginning if you want to reach to the end. Du musst den Anfang kennen, wenn du zum Ende kommen möchtest. And that's what this message is showing you. Und das ist, was diese Botschaft aufzeigt. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, wherever we are in our Christian walk with you, wo auch immer wir uns auf dem christlichen Weg befinden mögen, we all realize we're living at the end of the world. wir alle realisieren, dass wir am Ende der Welt leben. This earth has a heavy atmosphere, Diese Welt hat eine komische Atmosphäre. and as we breathe this atmosphere, Und während wir diese Atmosphäre einatmen, we can smell the smell of death. können wir den Geruch des Todes riechen. Everybody on this earth knows that the world is about to come to an end. Jeder auf dieser Welt realisiert, dass diese Welt zu einem Ende kommt. And we're all asking the same question. Und wir alle fragen die gleiche Frage. How do we prepare for that event? Wie können wir uns für dieses Ereignis vorbereiten? Help us to see through your word Helfe uns, durch dein Wort sehen zu können, by connecting line upon line während wir Linie mit Linie verbinden, where we would place the beginning of the sealing. dass wir wissen, wo wir den Anfang der Versiegelung platzieren können. As for me, Ich frage mich für mich. I see that it happened at 9/11. Ich sehe, dass es am 11. September passierte. It's my prayer that my brothers and sisters can see this truth too. Es ist mein Gebet, dass auch meine Brüder und Geschwister dies Gleiche sehen können. Pray in the name of Jesus. Amen. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.